Herzlich willkommen zu unserem ersten VIHA-Neuheiten-Video. Hier bekommt ihr einen ausführlichen Einblick in alle aktuellen Neuprodukte. Und zum Einstieg gibt es einen kleinen Überblick, was euch in diesem Video erwartet. Hallo zusammen, ich darf euch eine ganz besondere Neuheit aus dem Hause VIHA vorstellen. Ein echtes Alltagstool, der ProBuddy Evo. Wir wollten ein Multifunktionswerkzeug entwickeln, das wirklich viele Aufgaben abdeckt und gleichzeitig verschiedene Anwender anspricht. Also für den Profi und den ambitionierten Heimwerker. Und das Ganze natürlich mit klarer VIHA-DNA, also durchdachter Ergonomie und funktioneller Logik, die man von unseren Werkzeugen erwartet. Ein echtes Alltagstool, ein richtiger Buddy. Der ProBuddy Evo beinhaltet 29 Bits, ein Adapter, 7 Stecknüsse, eine Ratsche, ein Bithalter und den bewährten VIHA Soft Finish Griff. Und manche würden sagen, der beste Schraubendrehergriff der Welt. Und dass sich all die Arbeit gelohnt hat, zeigt sich auch dadurch, dass der ProBuddy direkt mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Aber schauen wir uns den ProBuddy einfach mal in Action an. Ein bekanntes Bild im Elektroalltag. Steigender Dokumentationsaufwand. Zwischen Klemmbrett, Messgerät und PC kursieren Formulare und Berichte. Informationen gehen dabei verloren, die Zeit wandert in Vor- und Nacharbeit und am Ende fehlt die Übersicht. Doppelerfassungen sind die Regel. Was in der Planung schon da ist, zum Beispiel die Charakteristik der Überstromschutzeinrichtung, wird später nochmals händisch in das VDE 0100-Protokoll eingetippt. Das ist unnötig, langsam und fehleranfällig. Die Bedienlogik von Software und der damit verbundene Lernaufwand passen nicht zum Tagesgeschäft. Insbesondere fällt das bei zwei großen Themen im Elektrohandwerk auf. Erstens, bei der Installationsprüfung. Wenn nicht mit dem Papierprotokoll gearbeitet wird, müssen Prüfinfos häufig vorab im Büro angelegt werden, da die Eingabe am Gerät im Arbeitsablauf zu zäh ist. Das zweite Thema ist die Geräteprüfung. Das Anlegen von einem neuen Prüfling bedeutet immer Tippaufwand. Am PC oder am Gerätetester mit einer Gummitastatur oder einem trägen Touchdisplay. Wie wäre es mit einem durchgängigen Prüf- und Dokumentationsprozess, der sich am echten Arbeitsleben orientiert? Wir nennen das Click-Click-Tab. Wie das funktioniert? Du misst mit dem neuen Installationstester MFT1 oder dem Gerätetester PAT1 und die Dokumentation läuft im Prüfprozess mit. Mobil, klar geführt und ohne Umwege. Dafür haben wir Sparkify als Dokumentationsplattform entwickelt. Gemeinsam ermöglichen sie den einfachsten Prüf- und Dokumentationsprozess im Elektrohandwerk. Wie das aussieht, zeige ich euch mit dem Gerätetester PAT1. Mit dem ersten Klick startet ihr die Dokumentation direkt auf der Baustelle. Die automatische Projektzuordnung legt die Daten am richtigen Ort ab. Der Prüfling wird mit 2 Bildern angelegt. Durch ein Foto vom Gerät wird dieses erkannt. Und durch ein Foto vom Typenschild vervollständigt Sparkify automatisch die Anlage des Prüflings. Ein Barcode-Scanner für die Inventarisierung ist selbstverständlich auch mit dabei. Der zweite Klick startet die Prüfung am Gerät. Das Messgerät ist so designt, dass du Schutzklasse 1, Schutzklasse 2, Verlängerungsleitung oder dreiphasige Geräte einfach über das Drehrad auswählst und die Prüfung über die Testtaste starten kannst. Zum Schluss der Tab.
Die Messwerte werden per NFC an die App übertragen. Bei Bedarf kannst du weitere Fotos der Sichtprüfung anhängen, dadurch entsteht die Dokumentation parallel und nicht erst im Nachgang. Egal ob Geräte- oder Installationsprüfung. Das System Click-Click-Tap sorgt für Zeitersparnis, automatisierte Workflows ohne Tippen beschleunigen den gesamten Ablauf. Kostensenkung, keine zusätzliche Vor- oder Nacharbeit. Die Dokumentation kann bei Bedarf direkt auf der Baustelle abgeschlossen werden. Und Mitarbeiterzufriedenheit, modernes Arbeiten, intuitive Geräte und Schluss mit stupidem Abtippen. MFT One und PAT One kommen in leichter Tasche oder transportsicherem Koffer. Passgenaue Einlagen, Zubehörfächer für Messleitungen, Prüfspitzen und Adapter, alles hat dadurch seinen Platz. Das Zubehör ist so organisiert, dass die Messung und Dokumentation ohne Unterbrechung laufen. Beim Gerätetester ist zusätzlicher Platz für Prüfadapter, Prüf- und Barcode-Plaketten sowie Reinigungsmittel für besseren Halt auf verschmutzten Oberflächen vorgesehen. Im Lieferumfang enthalten sind zudem unser Universalschaber zum Entfernen alter Plaketten und ein Grundstock an Werkzeugen, damit kleinere Reparaturen sofort möglich sind. Beim Installationstester ist durch den Schaum das Gerät und vor allem das Display optimal geschützt. Durchdachtes Zubehör optimieren den Prüfprozess. Der Pocket Max zum Öffnen von Verteilerabdeckungen, Schuko-Messadapter, umfangreiche Prüfspitzen, Krokodilklemmen und Messleitungen sowie der Wallbox Mess- und Prüfadapter. Abgerundet wird das durch einen bequemen Nackengurt. Im integrierten Moldesystem befestigst du Kabelhalterung und deine Handytasche. Physische Ordnung und digitaler Flow greifen so optimal ineinander. Wie dieser Workflow beim Installationstester in der Praxis aussieht, zeigt euch Dominik auf der Baustelle. Wir sind in einem Konferenzzentrum und in diesem Konferenzzentrum haben wir eine Steckdose nachgerüstet an einen Bestandsstromkreis. Das Ganze müssen wir jetzt messen und auch protokollieren und das Protokoll bereite ich jetzt einmal vor. Der Auftraggeber und Kunde ist schon ausgefüllt. Wir haben hier eine Prüfung nach 0100 Teil 600. Die Anlageninformationen sind alle schon da, die habe ich schon ausgefüllt. Und jetzt geht es einfach nur darum, dass wir einen Stromkreis anlegen. Drücken einmal auf das Plus, tragen die Sicherungsnummer ein, die wir hier auf der Steckdose finden. 2F6 in dem Falle. Sagen, das sind die Steckdosenkonferenz 1. Der Leitungstyp, den wir verwendet haben, ist eine Standardleitung des Typs NYM. 3 Leitern, 2,5 Quadratmillimeter Querschnitt. Die Überstromschutzeinrichtung, die verwendet wird, ist ein Typ B mit 16 Ampere. Der Nennstrom des RCDs in dem Falle sind auch 16 Ampere, weil wir einen FILS haben. Der FILS hat den Typ A mit einem Nenndifferenzstrom von 30 mA. Die Berührungsspannung ist in dem Falle bei 50 Volt AC begrenzt. Und weil keine Verbraucher in dem Stromkreis da sind, können wir natürlich auch auswählen, dass wir ohne Verbraucher messen. Und dann machen wir von der Steckdose noch ein Detailfoto. Und jetzt kann ich schon mit der Messung loslegen. Das sieht dann ungefähr aus wie folgt. Der Messwert ist wirklich gut und den übertragen wir jetzt in Windeseile per NFC in die App. Das nächste Feature von unserem MFT One ist die Autotest-Sequenz. Die lässt sich teilkonfigurieren und das zeige ich euch einmal. In Abhängigkeit von unserem Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter können wir jetzt ein paar Änderungen an den Einstellungen von unserem Autotest vornehmen.
und schon können wir loslegen. Wir haben jetzt den Autotest eingestellt. Ich habe gerade auf Start gedrückt und jetzt müssen wir nur einmal zum Verteiler laufen und warten, bis alle RCD-Messungen abgeschlossen sind. Die letzte der Messungen ist jetzt gerade abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt schauen, was unser Isolationswiderstand der Leitung macht. Mit einem Tab alle Messergebnisse des Stromkreises in der App. Die können wir jetzt abspeichern. Die zweite Möglichkeit ist, wir haben eine Anlage errichtet und diese wurde zuvor mit stromlaufplan.de geplant. Und diese Daten wollen wir nun übertragen auf Sparkify. Dafür erzeugen wir uns einen QR-Code und den scannen wir uns jetzt ab. Und dafür drücken wir auf die 3 Punkte, klicken QR-Code. Alle Stromkreise werden automatisch eingelesen und ich muss diese nur noch auswählen und testen. Und so einfach läuft eine Dokumentation mit Sparkify ganz ohne Papier. Bei maschinenbetriebenen Steckschlüsseln taucht immer das gleiche Problem auf. Tiefliegende Verschraubungen, Arbeiten über Kopf, wenig Platz und auf den ersten Blick ist nicht oft erkennbar, welche Schlüsselweite überhaupt gebraucht wird. Das kostet Zeit, unterbricht den Ablauf und macht den Einsatz unnötig umständlich. Wer mit maschinenbetriebenen Steckschlüsseln arbeitet, kennt diese Herausforderung nur zu gut. Zudem ist uns klar geworden, dass die eher veraltete oder verstaubte Steckschlüsselwelt ein wenig mehr Farbe verträgt. Aus diesem Grund haben wir die farbkodierten Steckschlüssel eingeführt. Damit ist sofort sichtbar, welche Größe gebraucht wird, ohne Suchen, ohne Ausprobieren. Die Einsätze können direkt genutzt werden, ohne zusätzliche Verlängerungen. Die 150 mm Ausführung mit magnetischer Schraubenaufnahme erreicht tiefliegende Schrauben, auch in beengten oder allgemein schwierigen Umgebungen, in denen die Steckschlüsseleinsätze glänzen und schnell eingesetzt werden können. Die gängigen Schlüsselweiten decken den täglichen Einsatz ab. So sind auch übliche Anwendungsfälle umsetzbar, egal ob im Schaltschrank, bei PV-Anlagen oder im Automobilbereich. Jeder Einsatz wurde auf Belastbarkeit getestet, bis zu 79 Newtonmeter und damit maschinentauglich für den Akkuschrauber. Die Kombination aus Farbkodierung, Magnetaufnahme, Maschinenfestigkeit und Länge ergibt ein robustes System für Industrie, Elektro und Prosumer. Viele Anwender legen Wert auf Drehmomentwerkzeuge mit zuverlässiger Wiederholgenauigkeit, die so ein sicheres Verschrauben gewährleisten. Genau für diesen Bedarf haben wir den EasyTorque Key und den EasyTorque 2 entwickelt. Diese Drehmomentwerkzeuge ermöglichen genau das. Ein sicheres und kontrolliertes Anziehen von Schraubverbindungen überall dort, wo Prozesssicherheit entscheidend ist. Durch die integrierte Drehmomentbegrenzung sorgen unsere Produkte für ein präzises und vor allem reproduzierbares Drehmoment. Das schützt Materialien zuverlässig vor Beschädigungen und gibt dem Anwender Sicherheit bei jeder einzelnen Verschraubung. Sobald der voreingestellte Drehmomentwert erreicht ist, löst das Werkzeug hörbar und auch fühlbar aus. Dadurch erhält der Anwender eine zuverlässige Rückmeldung. Sie sind ideal für alle Anwendungen, bei denen eine Genauigkeit von +- 10% ausreichend ist und Prozesssicherheit im Mittelpunkt steht. Der EasyTorque 2 kommt mit einem ergonomischen Mehrkomponentengriff, der optimale Kraftübertragung ermöglicht. Der EasyTorque Key hingegen setzt auf einen Schlüsselgriff mit Schnelldrehzone. Das ermöglicht das Arbeiten selbst in sehr engen Bereichen.
Gleichzeitig ist der Griff robust und unempfindlich gegen industrielle Schmierstoffe. Die EasyTorque Wechselklingen können für beide Systeme eingesetzt werden. Für beide Werkzeuge, den EasyTorque Key und den EasyTorque 2, sorgt ein praktischer Werkbankständer für Ordnung und Übersicht. Damit eignen sich die neuen EasyTorque-Werkzeuge ideal für den Einsatz in der Zerspannungsindustrie und überall dort, wo sichere, reproduzierbare Verschraubungen benötigt werden. Wer uns kennt, weiß, beim Thema Schraubendreher sind wir absolute Profis. Deshalb hören wir bei Kundenanfragen genau hin. Eine davon hat uns besonders beschäftigt. Der Wunsch nach einem Ratschenschraubendreher, der schnelleres Verschrauben ermöglicht, ohne dass man ständig umgreifen muss. Schnell wurde klar, dafür reicht kein Standardprodukt. Wir mussten ein Werkzeug entwickeln, das höchste Leistung mit echter Ergonomie verbindet. Kern unserer Entwicklung war unser bewährter Soft-Finish-Griff, der mit dem AGR-Siegel ausgezeichnet wurde. Sein ergonomisches Konzept schützt die Gelenke und sorgt für präzises Arbeiten. Die Form ist bewusst auf unterschiedliche Schraubsituationen abgestimmt. Dünne Zonen für Tempo und breite Zonen für maximale Kraftübertragung. Alles ohne Druckstellen und ohne Abrutschen. Darauf aufbauend gingen wir in die technische Analyse. Was braucht ein wirklich guter Ratschenschraubendreher? Wir haben Drehmoment, Mechanik und Handhabung einzeln bewertet und daraus klare Anforderungen abgeleitet. Das Ergebnis ist ein Konzept, das zwei entscheidende Punkte vereint: schnelles, effizientes Verschrauben ohne Umgreifen und ergonomisches Arbeiten. Dafür sorgt eine präzise Feinverzahnung mit 72 Zähnen, die kontrolliertes Arbeiten selbst bei wenig Platz ermöglicht. Die Umschaltfunktion ermöglicht den Wechsel zwischen Links- und Rechtslauf. Eine Sperrfunktion erlaubt es zudem, die Ratsche bei Bedarf wie einen klassischen Schraubendreher zu nutzen. Der starke magnetische Bithalter garantiert einen schnellen Bitwechsel und einen sicheren Sitz. Das ist unser neuer Soft-Finish mit Ratschenfunktion, der sowohl unsere Ansprüche als auch die unserer Kunden erfüllt. Robust, komfortabel, flexibel einsetzbar und ideal für jede Situation, in denen jede Handbewegung zählt. Dieser Schraubendreher ist für jeden Elektriker ein echtes Must-Have auf der Baustelle. Aber jetzt ist das Meisterstück nicht mehr allein. In Gesprächen und Beobachtungen wurde deutlich, dass bestehende Pocket-Wasserwagen oft nur Teilanwendungen abdecken. Besonders bei der Installation oder dem Eingipsen von Steckdosen muss häufig auf größere Wasserwagen ausgewichen werden. Die Lücke war offensichtlich. Jetzt wird sie von Wiha geschlossen. Die Idee zur Mini-Wasserwaage Pocket entstand, als ein Kollege mit seinem 3D-Drucker einen ersten Prototypen entwickelte. Das Feedback der Testnutzer führte schnell zu Verbesserungen. Das Ergebnis? Die Wiha Mini-Wasserwaage Pocket, und die schauen wir uns jetzt mal an. Bei der Altbausanierung müssen wir des Öfteren mal Dosen nachsetzen. Genau genommen geht es um Unterputzdosen. Ein praktischer Helfer in meinem Alltag ist dafür unsere Mini-Wasserwaage Pocket. Die hat nämlich ein besonderes Feature. Auf der Mini-Wasserwaage finden wir nämlich zwei Zentrierspitzen. Diese Zentrierspitzen haben ein Standardmaß von 60 mm Abstand und die eignen sich hervorragend, um damit Unterputzdosen, die wir nachsetzen wollen, auszurichten während der Montage. Das heißt, horizontal, aber auch vertikal können wir die Dose dementsprechend ausrichten, wenn wir sie einputzen. Nächstes Feature von unserer Mini-Wasserwaage Pocket ist die Anlegekante. Dafür birgt sich auch ein kleiner Magnet und der hilft mir persönlich bei der Montage von Steckdosen. Geht ganz einfach, ich nehme die Wasserwaage, lege sie oben auf, verbinde sie parallel mit der Steckdose und jetzt muss ich einfach nur noch hingehen und die Steckdose ausrichten. Dafür haben wir hier oben eine schöne Libelle und die hilft mir zu sehen,
wie gerade die Steckdose eingebaut ist. Und dank des abnehmbaren Gürtelclips habe ich natürlich Platz in meinen Hosentaschen für andere Werkzeuge. Und auch für Hohlwanddosen haben wir uns etwas überlegt, denn wenn wir diese in die Hohlwand einsetzen wollen, müssen wir sie ausrichten und das machen wir üblicherweise mit einer Zange. Diese Aufgabe, die wird jetzt zukünftig mit der Mini-Wasserwaage Pocket realisiert werden können, denn wir haben hier eine Nut eingearbeitet. Und diese Nut greift hervorragend mit den Schrauben der Hohlwanddose und hält dort magnetisch. Und auf diese Art und Weise können wir jetzt hingehen und unsere Hohlwanddose in der Hohlwand einsetzen und ausrichten. Um die Montage der Steckdosen noch zu vereinfachen, haben wir hier eine Aussparung vorgesehen an unserer Wasserwaage. Hier können wir jetzt einfach den Schraubendreher ansetzen, ohne dass uns die Wasserwaage im Weg ist. Und auf die Art und Weise können wir die Steckdose ausrichten und gleichzeitig montieren. Jeder kennt diese Situation. Man hat viele Werkzeuge, aber keine Ordnung. Vor allem unterwegs, im Servicefahrzeug oder mitten im Baustellenalltag führt das schnell zu Stress. Werkzeugsets sind oft nicht auf die tatsächlichen Anwendungsfälle ausgelegt. Spezielle Werkzeuge fehlen genau dann, wenn man sie braucht. Besonders bei elektrotechnischen Aufgaben oder in der E-Mobilität. Mit unseren durchdachten Werkzeugsortimenten haben wir die Lösung gefunden. Ob in der Elektrik, der E-Mobilität oder bei industriellen Einsätzen. Mit unseren hochwertigen Handwerkzeugen sorgen wir für Sicherheit, damit ihr in jeder Situation bestens gerüstet seid. Unsere neuen Ergänzungen und Updates zeigen besonders eindrucksvoll, wie wir diese Anforderungen in greifbare Lösungen verwandelt haben. Der XL2 Trolley Electric ist mobil, übersichtlich und durchdacht. Mit seinem extra langen Teleskopgriff und dem klar strukturierten Innenkonzept sorgt er dafür, dass Werkzeuge schnell entnommen und schnell wieder verstaut werden können. Der 60-teilige Koffer kombiniert sämtliche isolierten Schraubwerkzeuge und Zangen für elektrisches Arbeiten mit praktischen Ergänzungen wie Bit- und Stiftschlüsselsets sowie Abisolier-Multitool, Krimpzange, Wasserwaage und Gliedermaßstab. Ein idealer Begleiter für alle Elektriker. Für alle, die eine ebenso sichere, aber etwas kompaktere Lösung bevorzugen, bietet der Basic L Electric die perfekte Alternative. Und das ab sofort mit neuer Bestückung. Er ist handlich, bietet zusätzlichen Stauraum und bringt alles mit, was für den elektrischen Arbeitsalltag benötigt wird. Isolierte Schraubwerkzeuge und Zangen, ein Bitset, einen Gliedermaßstab und unsere neue Mini-Wasserwaage Pocket. Damit ist der Basic L Electric ein zuverlässiger Einstieg in die Welt der WIHA-Werkzeugsortimente. Ideal für Berufseinsteiger und Auszubildende. Den Abschluss in unserem Werkzeugset-Portfolio macht der neu bestückte XL-Koffer für Anwendung in der E-Mobilität und im Bereich der Industriemechatroniker. Wer in diesen Bereichen arbeitet, braucht ein Sortiment, das exakt auf diese Anforderungen abgestimmt ist. Und genau hier setzt der aktualisierte XL-Koffer an. Mit seiner neuen Bestückung ist er jetzt noch anwenderfreundlicher. Er bietet alle wesentlichen VDE-zertifizierten Werkzeuge für Montage und Reparatur von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie für Arbeiten an Ladesäulen und Wallboxen. Ein Sortiment, das Sicherheit und Praxisnähe perfekt vereint. Diese 3 Ergänzungen bzw. Updates perfektionieren unser Werkzeugsortiment. Mehr Ordnung, mehr Mobilität und mehr Sicherheit in eurem Arbeitsalltag. Das waren die aktuellen Neuheiten. Alle vorgestellten Lösungen sind dafür gedacht, euren Arbeitsalltag präziser, schneller und effektiver zu gestalten. Probiert sie aus und erfahrt direkt, was sie für einen Unterschied machen.